Ankunft in Berlin. Kälte, Angst, Neubeginn. Lina sitzt im Zug und sieht Schneeflocken am Fenster. Ihr Herz schlägt schnell vor Aufregung und Angst. Sie hat 2 Taschen und einen schweren Rucksack bei sich. Die Türen öffnen sich, Berlin Hauptbahnhof erscheint. Kaltes Grau, Neonlicht, viele Stimmen klingen durch die Halle. Lina steigt aus und spürt kalte Luft im Gesicht. Sie folgt dem Strom der Menschen. Der laute Bahnhof macht sie schwindelig. Sie sucht den Aufzug, doch sie erkennt die Schilder nicht sofort. Ein Mann rempelt sie, murmelt etwas und verschwindet. Lina flüstert: »Entschuldigung«, doch niemand hört es. Sie fühlt sich klein zwischen Koffern, Lärm und fremden Gesichtern. Ruhig denkt sie: nur ein paar Schritte mehr. Sie findet die Rolltreppe und stellt sich auf die Stufen. Eine Rolltreppe ist eine Treppe, die sich bewegt. Man steht darauf und fährt nach oben oder unten. Die Rolltreppe quietscht, doch Lina ist dankbar für die Hilfe. Oben sieht sie riesige Glasdächer und blinkende Werbungen. Sie möchte zum Ausgang, doch es gibt viele Wege. Sie wählt einen Tunnel mit dem Schild Europaplatz. Im Tunnel ist es kalt, der Boden glänzt nass. Ihr Atem ist weiß im kalten Luftstrom. Sie greift fester nach ihrem Rucksackgurt. Plötzlich merkt sie, dass der Gurt reißt. Die Tasche rutscht auf den Boden und öffnet sich. Ein kleiner Stoffbär fällt heraus, ihr letzter Kindheitsschatz. Jemand tritt beinahe darauf. Lina schnellt vor und rettet ihn. Sie spürt Tränen, doch sie schluckt sie hinunter. Endlich erreicht sie die Automatenschlange für Fahrkarten. Vor ihr diskutieren 2 Touristen laut. Alles dauert lange. Lina blickt auf ihr Handy, doch der Bildschirm bleibt schwarz. Der Akku ist leer, sie flucht leise. Ohne Handy fühlt sie sich blind in der großen Stadt. Ein tiefer Seufzer rutscht aus ihr, obwohl sie stark sein will heute. Sie denkt: ich finde meine Unterkunft nie. Die Fahrkartenmaschine piept. Endlich ist Lina dran. Sie tippt Deutsch, dann Englisch, verwirrt sich jedoch sofort. Hinter ihr hustet jemand ungeduldig. Sie drückt falsch, der Automat startet neu. Panik steigt wie heißes Wasser in ihr hoch. Sie spürt, wie ihr Kopf rauscht. Ein Gedanke hämmert. Vielleicht gehöre ich nicht hierher. Doch sie atmet tief und versucht es noch einmal. Ihre Hand zittert, aber der Bildschirm zeigt das Ticketmenü. Sie wählt Tagesticket, versteht jedoch das Kleingedruckte nicht. In ihrem Kopf drehen sich Wörter und Sorgen. Hinter ihr sagt eine ruhige Stimme: »Kann ich helfen?« Lina dreht sich langsam um, überrascht und unsicher. Ihre Augen treffen die eines jungen Mannes mit Schal. Er lächelt freundlich, aber nicht aufdringlich. Ein kleines bisschen Wärme steigt in Lina auf. Doch sie weiß nicht, ob sie vertrauen kann. Die Bahnhofsuhr zeigt fast Mitternacht. Feuerwerk grollt fern. Lina spürt die Zeit rennen und muss entscheiden. Sein Blick wirkt ehrlich, seine Stimme ruhig wie ein leiser Fluss. »Ich kaufe mir auch gerade ein Ticket«, sagt er langsam. Er zeigt mit der Hand auf den Bildschirm und lächelt erneut. Lina nickt stumm, rutscht jedoch einen Schritt zurück. Er bemerkt die Distanz und bleibt höflich stehen. »Du kannst Sprache ändern hier«, erklärt er, tippt und zeigt Optionen. Endlich erscheint einfaches Menü. Lina versteht sofort die Schritte. Sie wählt nun korrekt, bezahlt Münzen. Der Automat druckt das Ticket. Die Münzen klirren laut. Das Geräusch klingt wie ein kleiner Sieg. Er sagt: »Gut gemacht. Berlin kann kompliziert sein am Anfang.« Lina lacht kurz, spürt Wärme im Bauch. Sie bedankt sich. Ihre Stimme klingt heiser von Stress. Der Mann streckt die Hand aus und stellt sich vor: »Jonas.« Lina antwortet leise: »Lina.« Jonas fragt, wohin sie muss und ob er begleiten darf. Lina zeigt den Zettel mit Adresse. Papier ist zerknittert und feucht.
Jonas nickt, sagt: »Ich kenne den Weg, ist ganz nah draußen.« Berlin bei Nacht, verloren im Zug. Jonas nimmt Linas kaputte Tasche vorsichtig in die Hand. Sie gehen nebeneinander durch die Halle, noch immer laut und hell. Lina spürt den Zugwind jeder einfahrenden Bahn. Ihr Ticket zittert zwischen kalten Fingern. Jonas sagt ruhig: »Wir müssen nach oben.« Er zeigt auf ein grünes Schild. Lina nickt, folgt ihm, aber schaut ständig zurück, als könne der Boden verschwinden. Sie erreichen einen Aufzug, doch er ist voll mit Koffern. Jonas deutet auf die Treppe. Die Stufen sind nass und kalt. Lina stolpert fast, fängt sich jedoch. Draußen empfängt sie dunkle Nacht, Schneeregen und ferne Knaller. Berlin fühlt sich riesig an. Jonas bleibt nah, aber respektvoll. Er fragt: »Alles okay?« Lina antwortet: »Ja, danke, ich schaffe das.« Ihr Deutsch klingt unsicher, doch Jonas lächelt nur. Am Bahnsteig wartet eine gelb leuchtende Anzeige. Eine Anzeige ist ein elektronisches Schild, das Zeiten und Züge zeigt. Die Anzeige flackert, sie ist schwer zu lesen. Lina fragt: »Fahren wir richtig?« Jonas antwortet: »Ich glaube ja.« Ein Zug rollt ein, Türen öffnen zischend. Die beiden steigen ein. Innen riecht es nach nasser Wolle und Metall. Lina setzt sich auf einen freien Platz. Jonas stellt die Tasche neben ihre Füße. Der Zug fährt an, Lichter fliegen vorbei. Nach 3 Stationen sagt eine Stimme: »Nächster Halt, Gesundbrunnen.« Jonas runzelt die Stirn. Er flüstert: »Wir sind falsch. Das ist die andere Richtung.« Lina erstarrt. Fehler schon wieder. Jonas sagt: »Kein Problem. Wir steigen gleich aus und wechseln Seite. Ein Umstieg reicht.« Ein Umstieg ist ein Wechsel von einem Zug in einen anderen. Die Türen gehen auf, kalte Luft schneidet in die Waggons. Sie steigen aus, Treppen hoch, andere runter. Der Bahnsteig ist voller Menschen mit Tüten und bunten Hüten. Knallfrösche platzen irgendwo. Lina zuckt zusammen, Jonas legt kurz die Hand an ihre Schulter. Dann sucht er die richtige Anzeige. »Der nächste Zug kommt in 5 Minuten«, sagt er. »Wir schaffen das.« Lina nickt, doch ihr Magen krampft. Sie hält den Stoffbär fest im Mantel. Ein Jugendlicher ruft laut etwas Unverständliches. Lachen folgt. Lina spürt Scham, obwohl sie nichts getan hat. Der neue Zug fährt ein, sie steigen ein, diesmal nur 3 Stationen bis Wedding. Dort verlassen sie die Bahn. Draußen schlägt Wind ins Gesicht. Schnee mischt sich mit Regen, klebt an Haaren und Schal. Jonas öffnet seinen Rucksack, holt eine Thermosflasche hervor. Er sagt: »Tee?« Lina nickt dankbar. Der Duft von Minze steigt auf. Die Wärme breitet sich in ihr aus. Jonas erklärt den Weg. Geradeaus bis zur Ampel, dann links an der Laterne. Eine Laterne ist ein hoher Pfahl mit Licht oben, sie leuchtet die Straße an. Sie laufen los. Die Straßen sind leer, nur ein paar knirschende Schritte. Lina fühlt sich fremd, aber nicht mehr allein. Plötzlich rutscht ihr Schuh auf Eis, sie fällt fast. Jonas fängt sie an der Hand. Sein Griff ist fest und warm. Er lacht leise. Glatteis. Vorsicht. Lina lächelt das erste Mal an diesem Tag. Doch dann erinnern sie Sirenen in der Ferne an das alte Leben. Werde ich es hier schaffen, denkt sie. Die Ampel blinkt rot, sie warten. Jonas fragt: »Hast du heute schon etwas gegessen?« Lina schüttelt den Kopf. Er sagt: »In der Nähe gibt es einen Späti. Ein Späti ist ein kleiner Laden, der spät geöffnet hat und Snacks verkauft. Er ist typisch für Berlin. Wir holen Brot und Käse, okay?« Lina flüstert: »Gerne.« Sie gehen weiter. Lichter spiegeln sich auf nassem Asphalt. Das Schild des Spätis glüht rosa. Doch jemand steht rauchend vor der Tür und mustert Lina kalt. Ihr Mut rutscht wieder tief. Jonas merkt es und stellt sich neben sie, nah, aber ruhig. Er sagt freundlich zum Mann: »Frohes neues Jahr.«
Der Mann nickt, tritt beiseite. Jonas öffnet die Tür, wartet auf Lina. Ein warmer Duft von Gebäck strömt heraus. Lina atmet tief und macht einen Schritt hinein. Doch. Späti in Berlin. Peinlicher Moment an der Kasse. Lina betritt den kleinen Laden und spürt sofort wohlige Wärme. Regale mit Brot, Chips und Saft stehen dicht aneinander. Eine schwache Musik klingt aus einem Radio hinter der Theke. Die Verkäuferin, eine ältere Frau, schaut kurz über ihre Brille. Jonas grüßt freundlich. »Guten Abend.« Die Frau hebt die Hand und lächelt müde. Lina erwidert das Lächeln, doch ihr Herz schlägt schnell. Sie nimmt ein rundes Brot aus dem Regal. Jonas findet Käse und eine Flasche Apfelschorle für später. Er zwinkert, diese Schorle hilft gegen Durst. Zusammen gehen sie zum Kühlregal, vergleichen Preise. Für Sekunden fühlt sich Berlin klein und leicht an. Lina sieht bunte Flaschen mit einem Schild Pfand 1 Euro. Pfand bedeutet, man zahlt extra Geld für die Flasche. Später bekommt man das Geld zurück beim Abgeben. Sie nickt, nimmt eine Flasche, doch ihr Handschuh fällt auf den Boden. Ein Kunde tritt fast darauf und murmelt genervt: »Vorsicht!« Lina sagt leise: »Entschuldigung«, und hebt den Handschuh auf. Scham brennt kurz in ihrem Gesicht. Jonas stellt sich neben sie und fragt: »Alles gut?« Sie atmet tief. »Ja, danke.« An der Kasse bildet sich eine kleine Warteschlange. Das Piepen des Scanners mischt sich mit Knallern draußen. Lina legt Brot, Käse und Flasche aufs Band. Münzen klirren in ihrer Tasche, einige rutschen heraus. Sie bückt sich hastig, sammelt die Stücke mit zitternden Fingern. Die Verkäuferin wartet, tippt Beträge, wirkt ungeduldig. Jonas hilft, legt zusätzliche Münzen dazu. Endlich ist alles bezahlt. Jonas wünscht frohes neues Jahr. Die Verkäuferin lächelt nun ehrlich und erwidert den Wunsch. Draußen empfängt sie wieder der frostige Nachtwind. Jonas verstaut Einkäufe in Linas Rucksack, achtet auf den kaputten Gurt. Dann sagt er: »Ich kenne einen stillen Spielplatz um die Ecke. Dort können wir essen, bis das Feuerwerk beginnt.« Lina nickt, folgt ihm in eine dunkle Seitenstraße. Laternen werfen gelbes Licht auf nasse Pflastersteine. In der Ferne glitzern erste Raketen über den Dächern. Die Geräusche lassen Lina zusammenzucken, doch Jonas spricht beruhigend. Er erzählt, wie auch er sich einst fremd fühlte. Seine Stimme wirkt wie ein warmer Schal für Linas Seele. Auf dem kleinen Platz setzen sie sich auf eine Holzbank. Brotduft vermischt sich mit kalter Luft und Rauch. Sie teilen das Brot, schneiden Käse mit Jonas Taschenmesser. Lina kostet vorsichtig, spürt wieder Energie im Körper. Knisternde Rakete über ihnen malt rote Funken in den Himmel. Lina fragt plötzlich: »Was, wenn morgen alles wieder schwer wird?« Jonas antwortet ruhig: »Dann versuchen wir es erneut, Schritt für Schritt.« Seine Worte klingen einfach, aber kraftvoll. Lina schaut auf ihre Hände, erkennt kleine Kratzer vergangener Tage. Sie denkt: Vielleicht heilen diese Narben hier. Ein Hund bellt, Silvesterknaller antworten. Jonas sagt: »Komm, lass uns weitergehen.« Neugier ersetzt Linas Angst, sie steht auf. Doch sie ahnt nicht, dass der Weg dorthin sie erneut testen wird. Der Wind wird stärker, wirbelt Schneestaub über die leere Straße. Lina zieht den Schal höher und riecht noch Minztee darin. Sie hört plötzlich ein metallisches Klirren hinter sich. Ihr Rucksackgurt reißt endgültig, die Tasche droht zu fallen. Jonas fängt sie knapp, doch ein wichtiges Dokument gleitet in den Schnee. Vertrag im Schnee. Lina schreckt auf, als das Blatt über den Asphalt tanzt.
Schneeflocken kleben daran und machen das Dokument feucht. Es ist ihr Mietvertrag. Ohne ihn bekommt sie keinen Schlüssel morgen. Sie hastet hinterher, doch der Wind spielt wie ein Kind und weht das Blatt unter ein parkendes Auto. Jonas ruft: »Ich halte die Tasche, hol du das Papier.« Lina kniet. Ihre Jeans saugt kalten Matsch. Sie streckt die Hand, erreicht aber nur Luft. Autoscheinwerfer blenden plötzlich. Ein Wagen rollt langsam heran. Der Fahrer hupt kurz. Herzrasen in Linas Brust. Jonas hebt beide Hände. Auf einmal ist selbst er aufgeregt. Das Auto stoppt, Motor knurrt. Lina robbt tiefer. Ihre Finger berühren endlich das nasse Blatt. Sie zieht es zu sich, steht auf, zittert am ganzen Körper. Der Fahrer flucht, fährt dann weiter. Lina wischt Schmutz vom Vertrag und versucht zu lächeln. Jonas legt beruhigend eine Hand auf ihre Schulter. Doch das Blatt ist nun voll kleiner Risse. Lina flüstert: »Wenn die Hausverwaltung das sieht, schicken Sie mich weg.« Tränen brennen. Sie blinzelt gegen das Gefühl. Jonas sagt ruhig: »Papier trocknet.« Und Berlin kennt Regen. Niemand erwartet Perfektion. Seine Stimme klingt sicher, aber Lina spürt Zweifel. Sie denkt an ihre Eltern, die sagten: »Du wirst es nicht schaffen.« Ein Stich trifft ihr Herz. Heimweh kriecht wie Frost unter den Mantel. Heimweh ist das starke Gefühl, die vertraute Heimat zu vermissen. Lina atmet tief, versucht den Druck aus der Brust zu pusten. Dann stapfen sie weiter durch den Schnee. Die Straßen wirken wie gemalt, leer und kalt, Laternen glimmen gelb. Ein Feuerwerkskörper zischt, rote Funken regnen über graue Häuser. Lina bleibt kurz stehen, staunt, obwohl Angst mitschwingt. Jonas lacht leise. »Berlin malt den Himmel neu.« Seine Worte wärmen. Doch plötzlich spürt Lina kalte Nässe an den Zehen. Ihr rechter Schuh hat ein Loch, Schnee dringt ein. Jeder Schritt tut weh. Jonas bemerkt ihr Hinken. »Brauchst du Pause?« Lina schüttelt den Kopf, stolpert aber fast. Jonas deutet auf einen Bordstein. Ein Bordstein ist der erhöhte Rand der Straße. Er trennt Fußweg von Fahrbahn. Sie setzen sich. Jonas zieht eine trockene Socke aus seinem Rucksack, bietet sie an. Lina errötet, aber dankt. Sie tauscht heimlich Socke und Schuh, fühlt sofort leichten Komfort. Währenddessen erzählt Jonas von seinem ersten Winter hier. Auch er verlor einmal die Wohnungsschlüssel im Schnee. Ein Nachbar half ihm damals. Seitdem glaubt er an Kreise der Freundlichkeit. Kreise der Freundlichkeit, denkt sie. Vielleicht beginne ich heute einen neuen Kreis. Sie stehen auf, setzen den Weg fort. Der Wind lässt nach, Stille breitet sich aus. Nur entferntes Böllern hallt. Jonas sagt: »Wir sind fast da, noch 2 Straßen.« Lina zählt die Laternen wie kleine Etappen. Plötzlich flackern Lichter aus. Ganze Straße liegt im Dunkeln. »Stromausfall«, sagt Jonas. »Das passiert hier manchmal, wenn viel schnell fällt.« Angst krallt sich in Linas Bauch. Schwarze Fenster, kein Geräusch außer Wind. Jonas schaltet Handylicht an, doch der Akku blinkt rot. Ein einzelner Knall lässt Lina zusammenzucken. Sie klammert sich unbewusst an Jonas Arm. Er bleibt ruhig, spricht leise. Nur ein Böller, alles gut. Sie spüren ihre Atemwolken im Lichtkegel. Dann fliegt ein zweiter Knall näher. Funken fallen auf den nassen Gehweg. Lina springt zurück, stößt an eine Mülltonne, Deckel scheppert. Jemand ruft etwas von einem Balkon. Worte gehen im Echo unter. Jonas führt Lina an die Hauswand, weg von der Straße. Dort ist ein kleiner Durchgang zwischen Ziegeln. Sie treten hinein, finden Schutz vor Wind und Funken. Dunkelheit umhüllt sie, doch sie hören ihre eigenen Herzen. Lina flüstert: »Warum muss alles so schwierig sein?« Jonas antwortet: »Schwierigkeiten zeigen dir, wie stark du wirklich bist.« Er lächelt, obwohl nur Konturen sichtbar sind. Lina spürt Mut erwachen, wie eine kleine Kerze.
Jonas schlägt vor, den Durchgang als kurzen Umweg zu nehmen. Lina nickt, folgt ihm in die Schatten. Am Ende des Ganges sehen sie einen schwachen Lichtschein. Vielleicht ist dort schon der Aussichtspunkt. Lina hält den Stoffbär fest und setzt einen Schritt nach vorn. Ein neuer Funke Hoffnung flackert in ihrer Brust, doch sie ahnt, dass die Nacht noch eine Prüfung bereithält. Silvester in Berlin. Jonas zeigt auf eine freie Bank, halb unter einem alten Baum. Sie setzen sich. Lina legt den kaputten Rucksack zwischen sich und Jonas. Sie betrachtet die Uhr am Handy von Jonas. Noch 5 Minuten. Die Spannung kriecht wie Ameisen über ihre Arme. Plötzlich spürt Lina kalte Nässe auf dem Sitz. Eine Pfütze hat sich dort gesammelt. Ihre Hose saugt das Wasser blitzschnell. Sie springt hoch. Jonas zieht sofort seine Jacke aus und legt sie auf die nasse Stelle. »Setz dich hier, ich bleibe stehen«, sagt er. Lina protestiert, doch Jonas winkt ab. Lina sitzt wieder, die trockene Jacke unter ihr, Wärme breitet sich aus. Sie schaut Jonas an, bemerkt Gänsehaut auf seinen Armen. Sie nimmt den Stoffbär und drückt ihn gegen ihre Brust. Dann fragt sie leise: »Jonas, warum hilfst du mir so viel?« Jonas denkt kurz nach. Seine Stimme klingt weich. »Weil jemand mir einmal half, als ich neu war. Hilfe muss weitergehen, sonst erlischt sie. Erlischt heißt, dass etwas ausgeht wie eine Kerze ohne Wachs.« Lina nickt, fühlt einen Kloß im Hals. Sie öffnet die Thermosflasche, schenkt Jonas den letzten Schluck Tee ein. Er nimmt dankend an. In diesem Moment raschelt etwas im Gebüsch. Lina zuckt zusammen. Ein kleiner Hund springt heraus, zittert vor Kälte. Kein Besitzer zu sehen. Jonas pfeift leise, doch der Hund rennt weiter. Lina beobachtet ihn, bis er im Dunkel verschwindet. Ihr Herz zieht sich zusammen. Sie flüstert: Auch er sucht ein Zuhause. Jonas legt ganz sachte eine Hand auf ihre Schulter. Wir alle suchen ein Zuhause, sagt er. Nicht jeder findet eins. Doch manchmal finden wir einander. Ein lautes Knattern reißt beide hoch. Am Himmel explodiert eine violette Kugel, gefolgt von Silberregen. Jonas schaut auf seine Uhr. Noch 1 Minute, kündigt er an. Lina steht, stellt sich neben ihn. Sie spürt, wie ihre Schulter seine berührt. Beide schweigen. Die Stadt hält kurz den Atem an. Dann beginnt ein wildes Abenteuer aus Licht und Donner. Gold, Rot, Grün, Blau mischen sich wie tanzende Geister. Lina staunt. Tränen glänzen in ihren Augen. Sie flüstert: Das ist mein neues Leben, da oben. Jonas nickt, sagt: Lass dich fallen, aber halte den Moment fest. Ihre Hand sucht seine, zögerlich, dann entschlossen. Finger verschränken sich, warm trotz der Kälte. Raketen erhellen ihre Gesichter. Lina spürt, wie die Vergangenheit leiser wird. Ein Feuerwerkskörper schießt vom anderen Ufer, zeichnet ein Herz aus Funken. Lina lacht überrascht. Jonas lächelt breit. Berlin sagt Hallo. In diesem Moment springt sein Handy aus der Tasche, fällt fast in eine Ritze zwischen den Steinen. Lina reagiert schnell, fängt es knapp. Beide lachen erleichtert. Jonas sagt: Teamwork, siehst du? Teamwork bedeutet gemeinsam stark sein. Lina wiederholt: Teamwork. Dann hört man Kirchenglocken in der Ferne, 12 tiefe Schläge. Die letzte Sekunde der alten Zeit tickt. Jonas sieht Lina an, flüstert: Willkommen im ersten Tag des neuen Jahres, Lina. Sie antwortet leise: Willkommen in meinem ersten Herzschlag hier. Glocke 12 verstummt, ein gigantischer Feuerball malt die Nacht taghell. Lina schließt kurz die Augen, atmet Hoffnung ein. Als sie öffnet, wirkt die Welt anders. Noch laut, aber nicht mehr bedrohlich. Jonas fragt: Bist du bereit, weiterzugehen? Lina sagt: Ja. Sie spürt ihre Hand in seiner.
Ein sanfter Wind trägt den Rauch fort. Lina hebt den Rucksack, stellt fest, dass er leichter wirkt, obwohl nichts fehlte. »Vielleicht liegt es an mir«, denkt sie. Endlich zu Hause. Schlüssel weg und dann doch gefunden. Der Rauch des Feuerwerks zieht langsam davon. Lina hält Jona Hand, fühlt diesmal keine Angst. Sie fragt, »Ist meine Unterkunft weit?« Jonas schüttelt den Kopf. 5 Minuten noch. Lina lächelt und atmet tief. Ihr Brustkorb hebt sich frei. Manche Fenster zeigen schon Licht, andere bleiben dunkel wie tiefer Schlaf. Jonas erklärt, die Menschen feiern hier lange. Manche schlafen trotzdem schon. Lina nickt. Sie fühlt Müdigkeit in jeder Faser, doch Hoffnung hält sie wach. Am Ende der Straße sehen sie ein altes Backsteinhaus. Ein wenig Farbe blättert ab, doch es wirkt freundlich. Ein gelbes Licht brennt über der Haustür. Eine Haustür ist die Eingangstür eines Wohnhauses. Sie führt vom Draußen ins Drinnen. Lina bleibt stehen und starrt die Tür an. Ihr Herz pocht laut. Jonas fragt, »Alles gut?« Lina zeigt den Mietvertrag. Das Papier ist wieder trocken, aber verknittert. Sie sagt, »Hier soll ich wohnen.« Jonas nickt. »Dann gehen wir hinein.« Lina sucht den Schlüssel in ihrer Manteltasche. Kalte Finger tasten blind. Doch nur ein paar Münzen und der Stoffbär kommen hervor. Panik kratzt wieder. Jonas bleibt ruhig. Tasche vielleicht? Lina öffnet den Rucksack. Brotkrümel und Teezeug rascheln. Kein Schlüssel. Ihr Atem wird hektisch. »Vielleicht habe ich ihn im Zug verloren«, flüstert sie. Tränen glitzern. Jonas legt Hand auf ihren Rücken. Wir suchen logisch. Er stellt den Rucksack ins Licht, tastet jede Tasche. Ganz unten liegt ein kleines Kuvert. Darin blinkt ein silberner Schlüssel. Lina lacht erleichtert. Tränen rollen trotzdem. Jonas wischt sie mit seinem Schal sanft weg. Lina sagt, »Ohne dich wäre ich draußen geblieben.« Jonas antwortet, »Du hättest eine Lösung gefunden, aber vielleicht erst später.« Sie steckt den Schlüssel ins Schloss. Er klemmt zuerst. Jonas zeigt. Drehe leicht nach links, dann nach rechts. Klick. Die Tür öffnet sich. Ein Flur taucht vor ihnen auf. Alte Fliesen, Geruch nach Staub und Heizung. Ein Lichtschalter sitzt neben dem Rahmen. Ein Lichtschalter ist ein kleiner Knopf an der Wand. Man drückt ihn, das Licht geht an oder aus. Lina drückt, doch nichts passiert. Strom kaputt? Jonas probiert selbst, auch dunkel. Er sagt, vielleicht Sicherung im Keller. Lina spürt Erschöpfung. Sie seufzt. Ich kann heute keinen Keller mehr. Jonas nickt verständnisvoll. Dann benutzen wir Handylicht, bis du schläfst. Sie steigen die Treppe hinauf. Holzstufen knarren. Spitzboden riecht nach altem Holz. 2. Stock, Tür mit Nummer 3. Lina dreht erneut den Schlüssel. Das Schloss schnurrt leise. Die Wohnung öffnet sich in Dunkelheit. Die Handylampe leuchtet die Wände ab. Ein kleines Zimmer, ein Bett, ein Tisch, ein hohes Fenster. Staub tanzt im dünnen Lichtstrahl. Lina stellt den Rucksack ab. Ihre Knie zittern. Jonas fragt, »Möchtest du kurz allein sein?« Lina überlegt, dann schüttelt sie ihren Kopf. »Bleib noch 2 Minuten.« Jonas stellt den Tee auf den Tisch. Die Thermosflasche ist fast leer. Sie setzen sich auf das Bett. Die Matratze quietscht, aber fühlt sich weich an. Lina trinkt kleinen Schluck. Die Müdigkeit schlägt nun wie ein schwerer Mantel. Doch sie kämpft, will diesen Moment bewusst spüren. Jonas blickt aus dem Fenster. Er sagt, der Himmel hält sich langsam auf. Tatsächlich erscheint ein dunkelblauer Streifen im Osten. Lina flüstert, der erste Tag des neuen Jahres beginnt gleich. Jonas nickt, sein Gesicht wirkt sanft im matten Licht. Lina legt den Stoffbär neben sich. Sie sagt, ich habe Angst vor morgen, doch ich freue mich auch. Jonas antwortet,
Angst und Freude können Freunde sein. Sie erinnern dich, dass du lebst. Lina lächelt müde. Ihr Kopf sinkt gegen die Wand. Jonas steht auf, deckt sie mit seinem Mantel zu. Er schreibt seine Nummer auf einen Zettel und legt ihn auf den Tisch. Dann flüstert er: »Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst.« Lina hebt Hand, hält seine Finger kurz fest. »Danke«, sagt sie kaum hörbar. Jonas erwidert ein leises Gern. Er geht zur Tür, doch bleibt einen Moment. Sein Blick ruht auf Lina, die Augen schon halb geschlossen. Sie murmelt: »Heute war schwer, aber schön.« Jonas sagt: »Morgen wird es noch schöner.« Dann schließt er leise die Tür. Lina hört seine Schritte den Flur hinunter. Stille breitet sich aus. Nur fern knallen noch vereinzelte Böller. Lina zieht den Mantel enger um sich, atmet warm gegen den Stoff. Ihre Gedanken schweifen. Zum Zug, zur Rolltreppe, zum Flussweg, zur Brücke. Jede Szene mischt sich wie ein Traum. Doch ein Satz bleibt klar: Ich bin hier. Ich fange neu an. Ihre Augen fallen zu. Gleich schläft sie ein, mitten in der fremden Stadt, die nicht mehr ganz so fremd ist. Doch ein letzter Gedanke flüstert: Morgen muss ich den Strom einschalten und den Vertrag zeigen. Hoffentlich klappt alles. Mit diesem Fragezeichen gleitet sie in den Schlaf, während draußen die ersten Vögel singen. Kapitel 8 Morgenlicht und neuer Mut. Lina blinzelt, als graues Morgenlicht durch den Vorhang fällt. Die Wohnung ist still. Ihr Herz schlägt ruhig, müde, aber sicher. Sie sitzt auf und legt Jonas' Mantel sorgfältig zusammen. Der Stoff riecht nach Minztee und kalter Nacht. Ein kleines Lächeln huscht über ihr Gesicht. Der Stoffbär liegt neben ihr wie ein treuer Wächter. Lina streicht ihm über das Fell und spürt: Ich bin wirklich hier angekommen. Ihr Blick fällt auf den Zettel mit Jonas' Nummer. Die klare Handschrift gibt ihr Mut. Lina steckt den Zettel in ihre Manteltasche. Dann steht sie auf. Das Zimmer wirkt heller als vor wenigen Stunden. Sie öffnet das Fenster. Kalte Luft strömt herein, duftet nach Rauch und Frost. Lina atmet tief und flüstert: Ich schaffe das. Ihr Magen knurrt laut. Sie stellt den Rucksack auf den Tisch. Doch der kaputte Gurt hängt lose. Lina nimmt eine Schere aus der quietschenden Schublade, schneidet Fransen ab und knotet den Ersatzriemen fest. Der Rucksack hält wieder, einfach und stark. Nun will sie Tee kochen. Aber das Licht bleibt aus. Kein Strom. Sie seufzt, jedoch ohne Panik. Erst die Sicherung, denkt sie. Mit ihrem Handylicht geht sie in den Flur, dann hinunter in den dunklen Keller. Dort hängt ein Sicherungskasten an der Wand. Ein Sicherungskasten ist eine Box mit Schaltern. Er regelt den Strom im Haus. Der Schalter für Wohnung 3 steht auf aus. Lina hebt die Hand, drückt ihn hoch. Ein leises Klacken, dann Summen von oben. Der Strom läuft. Sie steigt zurück hinauf. In der Küche leuchtet eine rote Lampe am Wasserkocher. Lina jubelt leise, füllt Wasser ein und stellt eine Tasse bereit. Während das Wasser heizt, knarrt die Tür im Flur. Ein junger Mann mit zerzaustem Haar erscheint. Er trägt Hausschuhe und gähnt. »Guten Morgen«, sagt er freundlich. Lina erwidert: »Guten Morgen.« Er stellt sich vor: »Ich bin Ben, dein Nachbar.« Lina sagt: »Ich bin Lina, gestern angekommen.« Ben nickt. »Willkommen. Brauchst du etwas?« Lina lächelt. »Alles gut, danke.« Ben winkt und verschwindet in sein Zimmer. Das Wasser kocht. Lina gießt es über einen Teebeutel. Kamillenduft erfüllt den Raum. Der erste Schluck wärmt ihren ganzen Körper. Sie legt Brot und Käse auf einen Teller und frühstückt langsam. Durch das Fenster sieht sie eine fast leere Straße. Nach dem Essen schreibt Lina eine kleine Liste: Stadtplan kaufen, Sprachkurs suchen, Arbeit finden,
Kaffeeplatz entdecken. Aber zuerst Jonas schreiben. Ihr Handy zeigt schwaches Netz. Sie tippt eine Nachricht. Danke für alles, Jonas. Der Tee bei Licht schmeckt doppelt so gut. Vielleicht ein Spaziergang später? Send. Plötzlich piept ein Wecker aus Bens Zimmer. Ein Wecker ist ein Gerät, das mit einem Ton weckt. Lina lacht darüber. Sie zieht Mantel, Schal und reparierten Rucksack an. Vor der Tür legt sie die Hand aufs Herz. Sie sagt leise: Ich bin hier. Ich fange neu an. Dann öffnet sie die Wohnungstür. Der Flur riecht nach frischem Kaffee aus einer anderen Küche. Unten vor dem Haus atmet Lina kalte Winterluft ein. Autos rauschen fern, Vögel zwitschern zaghaft. Die Stadt liegt still, bereit für neue Geschichten. Lina zieht den Schal höher, nimmt den ersten Schritt auf den Gehweg. Hinter ihr fällt die Haustür weich ins Schloss. Vor ihr liegt Berlin, weit und offen. Ein neuer Tag. Eine neue Chance. Lina lächelt breit und beginnt zu gehen, Schritt für Schritt, in den ersten Tag des neuen Jahres. Schritt für Schritt, in den ersten Tag ihres neuen Lebens.